Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Europa-Park und heute stellen wir euch Adventure vor. Im Historama gibt es ein neues Fahrgeschäft, was dieses Jahr eröffnet hat. Es ist noch Soft-Opening-Phase, aber was da drin passiert und was das Mack Rides Gameplay Theater genau ist, das erkläre ich euch in diesem Video. So, wir haben uns jetzt mal hier auf die Tribüne verzogen, die jetzt auch neu hier in dem kleinen Bereich ist, diese kleine Area vorm Historama im Europa-Park. Und Mack Rides hat das Gameplay Theater jetzt neu im Portfolio und das befindet sich hier drin. Das ist das neue Fahrgeschäft im Historama für die Attraktion Adventure. Zusammen mit Lagotronics hier, und es wurden nämlich auch schon direkt dieses Jahr 2 dieser Anlagen ausgeliefert. Eine hat nämlich auch Lagotronics letztes Jahr bereits angekündigt für den Paultons Park in England in einer kleineren Version, und hier gibt es die größere Version. Mack Rides bietet das Gameplay Theater in S, M und L an, und das ist, um einmal vorneweg das Fahrsystem euch irgendwie ein bisschen näher zu bringen, ein sehr wartungsfreundliches Drehtheater, Dark Ride. Und zwar braucht man keinen speziellen Boden, sondern kann das in eine bestehende Halle auf einem glatten Boden installieren. Dann gibt es quasi die Antriebsräder außenrum und diese große Platte, auf der sich die Gondeln befinden. Die hat natürlich nochmal darunter Schwerlasträder, und für diese Sachen und auch für die Motoren gibt es Wartungsklappen. Teppich auf Seite, Wartungsklappe auf, Räder tauschen. Fertig. Auch mehrere Klappen, dass man die Seiten wechseln kann quasi. Das wiederum ist so ein kleiner Nachteil, da man da auch ein bisschen durchschauen kann hier in der Variante bei Adventure. Und ansonsten gibt es Gondeln, die hier Platz haben für 4 Personen nebeneinander, das Rücken an Rücken. Vorne dran gibt es dann noch Kniften, Schießeisen quasi, und ihr müsst an einem Seil ziehen und dann habt ihr einen großen Haufen vorne dran und könnt mit dem schießen. Aber warum müsst ihr überhaupt schießen und was hat das Ganze mit Adventure und mit Ed und Edda und dem neuen Film vom Europa-Park zu tun, zusammen mit Warner, beziehungsweise Magic zusammen mit Warner? Wir haben die Story vom Film quasi, oder man kann den Film selbst hier erleben, bevor es den Film überhaupt schon gibt. Aber wir sind, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch so in der Soft-Opening-Phase. Wir haben das Ganze bei der Presseeröffnung zum 50-jährigen Bestehen vom Europapark dieses Jahr schon mal uns angucken dürfen. Da war die Interaktivität noch gar nicht vorhanden, man konnte noch gar nichts machen, außer einmal kurz ein bisschen fahren. Und Soft-Opening-Phase ist auch ganz gut, weil noch ist das Ganze auch nicht rund. Also außer das Drehtheater, das ist rund, aber es läuft noch nicht rund. Das Schießen funktioniert okay, aber ich habe von Uschi neben mir dann irgendwie, die Strahlen waren dann irgendwie, kamen auch bei mir mit aus der Kanone raus, das Zielen. Ich ziele dahin, muss aber dahin halten mit der Kanone, und man muss dann diese weiß glitzernden Sachen treffen, wo drüber die Punktzahl von 100 groß steht, und man zielt vielleicht intuitiv erstmal auf die 100 und dann verschwindet die, und ob das Ding dann noch aktiv ist oder nicht, ist auch nicht so ganz ersichtlich. Das ist so ein bisschen gagelig noch, und Ton ist eine absolute Katastrophe. Man hört die anderen sehr gut, man hört seinen eigenen Ton sehr schlecht. Der Animatronic am Ende, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ist schon was besser geworden als in der Phase, wo das Ganze noch gar nicht fertig war und der sich da sehr komisch bewegt hat. State of the Art würde ich das jetzt trotzdem nicht nennen, aber es ist schon besser und es ist okay. Ja, das ist schon ganz gut. Es ist ein cooler Animatronic, es ist ein guter Animatronic. Es ist nicht das, was man jetzt vielleicht von Disney gewohnt ist. Wenn man das damit vergleichen wollen würde, was ich nicht will, aber was vielleicht andere machen, hier, die das entscheiden. Ansonsten, genau, wir können den Film selber erleben, und es gibt dieses Rennsetting hier mit der Tribüne, die ich gerade erwähnt habe, und einem sehr coolen Eingang, und man geht durch einen Übertragungswagen rein, beziehungsweise einen Teamwagen rein, und wir werden Teil des Teams von Ed und Edda für den Grand Prix of Europe in Adventure. Und die Q-Line führt erstmal außen rum. Hinterhof Backstage ist auch der Backstage ausgeschildert, und wir kommen dann in Lagerhallen, denn wir müssen zur Werkstatt, und da gehen wir halt so ein bisschen hinten, ist so wie ein Schuppen, wo Hoodies Resterampe ganz viel Zeug drin steht. Man kann richtig coole Easter Eggs entdecken, die Lasur für Wodan zum Beispiel, aber es gibt auch verschiedene Farbsprühdosen. Und die haben dann Farben wie zum Beispiel Feuerblau oder Sternensilber und ganz viele andere Easter Eggs, die zu entdecken sind. Und das Ganze ist so, ja, ein bisschen Jahrmarkt, Lagerfläche. Ich glaube, dass man dann wahrscheinlich Jahrmarkt, Freizeitpark, Verbindung zum
Rennzirkus schaffen wird im Film, damit man auch die Brücke schlägt zum Europapark. Und es gibt viele Energien, die da rumschwirren durch die Werkstatt und die zum Beispiel dann eine Spieluhr sich auf einmal wieder drehen lassen, obwohl die da eingemottet auf dem Dachboden gefühlt liegt. Oder das Radio fängt an zu spielen, die Popcornmaschine startet und das Popcorn fliegt durch die Gegend. Das passiert unregelmäßig. Es gibt einen weiteren Raum in der Warteschlange, wo dann Edda unterm Auto liegt und am Schrauben ist, aber auch der Funkspruch kommt, dass die sich beeilen muss, das Rennen gleich startet. Und ja, die 3D oder dieses 3D-Abenteuer ist ja dann eine 3 gedrehten Adventure. Das finde ich ganz cool. Eine Reihe an Pokalen, an denen man schon vorbeiläuft. Natürlich war man schon erfolgreich. Man muss einfach nur das nächste Rennen wieder für sich entscheiden. Und dann kommt die Einteilung ins Fahrgeschäft und dann startet quasi das große Drehen in verschiedene Richtungen. Und ihr fahrt mehrmals im Kreis quasi. Aber die Gondeln drehen sich immer, dass ihr doppelte Fläche an Szenen habt, in denen geshootet werden kann. Beziehungsweise ist die erste Szene, man bekommt alles erklärt, worum es geht. Die hat auch einen Loop, wenn Ein- und Ausstieg ein bisschen länger dauern, weil alles ist ja miteinander verbunden. Und ja, dann geht's los. Man durchfährt verschiedene Szenen, die verschiedene Szenen oder Spielorte aus dem Film aufgreifen und wir müssen Energie sammeln. Ich habe mir das auch am Anfang nicht vorstellen können, was hat denn jetzt ein Rennfilm für ein Thema, was wir benutzen kann, um damit dann irgendwie zu schießen. Was ist da die Verbindung? Und man kann halt Energie sammeln, die muss man dann abschießen, dann sammelt man diese Energie und diese Energie ist dann für den Antrieb des Fahrzeugs. Und je mehr Energie wir sammeln, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir am Ende das Rennen auch gewinnen werden. Und so durchfährt man dann die verschiedenen Szenen. Man kommt auch einmal dann am Einstieg vorbei, kann den Leuten zuwinken, die etwas perplex gerade gucken, weil sie vorher noch nicht gesehen haben, was da passiert. Und da drehen wir ein paar Runden. So hast du halt auf einem kleinen Footprint sehr viel Dark Ride. Wir haben eine 6-minütige Fahrzeit, was auf so einer Fläche bei einem Dark Ride wirklich sehr viel ist. Und ja, am Ende kommt man als Sieger dabei raus. Es gibt, wie gesagt, eine Edda Animatronic, die dann auch parat steht und man diese bejubeln kann. Und wir kommen am Teamausgang raus, wo es die Funkgeräte gibt in der Boxengasse quasi. Und da stehen auch schon die gefüllten Sektgläser. Und wir geben unsere 3D-Brillen zurück. Das Ganze ist übrigens in 3D, falls ich das nicht erwähnt habe. Das ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen untergegangen. Man nimmt sich vorher eine 3D-Brille weg. Leute, die Brillen, die sind alle gleich, die machen alles das Gleiche. Man muss die nicht wie alle die Leute vor uns wirklich diffizil aussuchen, welche jetzt die richtige Brille für dich ist, mit der richtigen Dioptrien oder ich weiß es nicht. Das sind alles ganz einfache 3D-Brillen. Und die gibt man auch wieder dann zurück. On-Ride-Foto gibt es und halt dieses große Setting mit der wirklich sehr schönen Queue, also innen sehr schön und liebevoll gestalteten Queue-Line. Draußen ist so die eine oder andere Stelle, die noch nicht so ganz fertig wirkt. Und ich finde es erschreckend, wie hier Gäste versuchen, alles abzureißen, was irgendwo festgedübelt und festgeklebt ist. Im Ganzen schöne Idee, cooles Add-on hier im Europapark. Aber das Ganze läuft meiner Meinung nach auf jeden Fall noch nicht rund. Wenn es aber noch die Soft-Opening-Phase ist, werden wir da noch mal ein Auge zudrücken. Ansonsten ist das echt nicht vorzeigbar. Aber man kann es auf jeden Fall schon machen und man versteht schon, worum es geht. Und ich glaube, wir gucken da auch mit einem anderen Auge da drauf als Leute, die sich da viel mit beschäftigen. Aber der Europapark zusammen wahrscheinlich mit Mark Next und Mark Magic und vor allem Mark Rides und Lagotronics, die für nämlich das Shooting-System verantwortlich sind, hat man hier eine coole Attraktion geschaffen mit einer verdammt hohen Kapazität. Roland Mack hat einfach gesagt, wir können damit 10.000 Leute befördern. Punkt. Die Stunde, am Tag, in der Woche, weiß keiner so genau. Ich bin dann einfach mal, davon ausgegangen, gehen wir von 8 Stunden am Tag aus, 10.000 Leute in 8 Stunden, wären 1.200 die Stunde. Wir standen bis draußen und waren in 25 Minuten dran. Das klingt nach 1.200 Personen die Stunde. Bei 6 Minuten Fahrzeit, das ist stark. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Wir wollen uns das auf jeden Fall im Portland Park auch angucken, weil das Gameplay Theater von Mack Rides wirkt auf jeden Fall ziemlich cool. Muss man noch ein bisschen Feinstift dran anlegen, alles ein bisschen mehr zu verkleiden, dass man nicht überall durchspicken kann und vor allem am Ton arbeiten. Aber das sind andere Sachen, die, glaube ich, noch passieren werden. Die Leute, die das umsetzen, merken das auch. Aber das ist jetzt Stand der Dinge. Anfang April, Mitte April, was ist Mitte April schon, ne? Wir haben schon Mitte April, glaube ich. Mitte April 2025. Das gucken wir uns dann demnächst nochmal an. Eure Meinung zu Adventure im Europapark gerne in die Kommentare und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder hier auf dem Ride View YouTube-Kanal zu einem neuen Video.